Heute sprechen wir über den Riesenbären in Call of Dragons, was für Fähigkeiten er hat, was ihr tun könnt in mancher Situation, wenn er eine bestimmte Fähigkeit auslöst, was sich ändert in Season 2 und andere nützliche Informationen. Let's go! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Muria und ich habe hier den Elite Riesenbär aktiviert, um euch nachher bei bestimmten Fähigkeiten zu demonstrieren, was ihr machen könnt. Gehen wir jetzt erstmal zu seinen Fähigkeiten. Als erstes hat er einen Schutz gegen sämtliche Debuff-Effekte, Behinderungseffekte, also ihr könnt ihn nicht verlangsamen, keine Verteidigungsdurchdringung und sonstige Effekte, die es gibt, um einen Feind zu schwächen, funktionieren bei ihm nicht. Der Riesenbär schwingt seine tödlichen Klauen und fügt allen feindlichen Legionen in einem Bogen vor sich für physischen Schaden, Fähigkeitsschaden zu, Schadensfaktor 300. Sprich, hier vorne schlägt er alles in einem bestimmten Radius, hier ungefähr so. Alles, was in der Nähe ist, bekommt Schaden. Der Tatzenstampfer. Der Riesenbär stampft mit seinen Pranken auf den Boden und fügt allen umliegenden feindlichen Legionen physischen Fähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 500. Und zwar ist das auch von hier bis hier ungefähr. Der Erdbrecher. Nach einer Vorbereitungszeit stampft der Riesenbär auf den Boden, was umliegende Legionen in die Luft schleudert und ihnen physischen Fähigkeitsschaden zufügt. 15% der maximalen Anzahl der Einheiten der Legion. Das heißt, er rennt zur Mitte, stampft und alle Legionen, die hier außenrum sind, egal wie weit sie wegstehen, fliegen dann erstmal ein Stück zurück und kriegen erstmal 15% der maximalen Anzahl der Einheiten Schaden zu. Tollwütiger Ansturm. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit sprintet der Riesenbär nach vorne und fügt allen feindlichen Legionen in seinem Weg physischen Fähigkeitsschaden zu. 50% der Maximalanzahl der Einheiten der Legion. Das heißt, vor ihm lädt sich ein Balken auf, der nach rechts und links aufgeht, und dann stürmt er in die Richtung. Und wenn ihr Glück habt und er hat keine Legion getroffen, dann betäubt er sich dabei selbst. Aber das kann manchmal beim ersten Mal passieren, beim zweiten Mal werden es auch schon erst beim dritten Mal ist das passiert. Aber er darf in dem Moment keine Legion treffen. Aber dazu lesen wir gleich was. Falls der Riesenbär bei seinem Ansturm keine Legion trifft, wird er kurzzeitig betäubt und seine Verteidigung wird um 20% verringert. Außerdem erscheint ein heilender Mana-Stein in seinem Versteck. Sammle ihn ein, um leicht verwundete Einheiten zu heilen. Da taucht so ein grüner Kristall auf, braucht circa 3 Spieler, um den zu aktivieren. Als der Riesenbär bei seinem Ansturm Legionen trifft, erhält er kurzzeitig Raserei und setzt wiederholt die Fähigkeit Zerfleischen ein. Also sprich die Fähigkeit, wo er sich auflädt und dann in diese Richtung rennt. Wenn er da eine Legion erwischt hat, kriegt er Raserei und wiederholt dann die Fähigkeit Zerfleischen noch einmal. Zerfleischen. Der Riesenbär zerfetzt den Feind mit seinen Zähnen und fügt allen Legionen in einem Bogen vor sich physischen Fähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 900. Dann beißt er sofort alle Legionen in derselben Reichweite und fügt ein zweites Mal physischen Fähigkeitsschaden zu. Schadensfaktor 900. Alle Ziele in Reichweite der beiden Angriffe erleiden den gleichen Schaden. Heilender Mana-Stein. Jedes Mal, wenn der Riesenbär 20
30% Lebenspunkte verliert, erzeugt sein Versteck einen heilenden Mana-Stein. Wenn dies eingesammelt wird, heilt er die leicht verwundeten Einheiten einer Legion. Das hatten wir ja schon, das grüne Kristall da. Der Riesenbär wird nach 6 Minuten nach Beginn einer Schlacht erzürnt, was den von ihm verursachten Schaden um 1000% erhöht. Das seht ihr dann hier oben in der Ecke. Wenn ungefähr ab der 5. Minute fängt er dann an, Raserei zu kriegen. Und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, sterben sämtliche Legionen, die da in diesem Areal sind. Da habt ihr keine Chance. Diese Fähigkeit ist nur in Season 2, die ist nicht in Season 1 vorhanden. Und zwar verjüngende Wut, während Raserei aktiv ist, heilen TP des Riesenbären in Höhe von 30% des gesamten von ihm verursachten Schaden. Das heißt, wenn er wieder sich auflädt und er rennt in diese Richtung, trifft eine Legion, dann bekommt er Raserei und in der Zeit tut er sich aufladen. Aber das kann man jetzt gleich mal demonstrieren. Live zu sehen ist immer besser. Versteht man das auch. So, ausweichen. So, zurück. Gleich wieder rennt er in die Mitte. Macht seinen Megastampfer, alle fliegen weg. Geht schnell aus dem Weg. Jetzt ist er betäubt. Wenn ihr 3 Mitspieler nehmt zum Kristall hier, könnt ihr heilen. Ungefähr in dem Umkreis hier werden alle, die darin stehen, geheilt. Und dann mal wieder gestärkt und macht wieder mehr Schaden. So. Nächste Runde. Wenn er wieder anvisiert, werden wir drin stehen bleiben, damit ich euch zeigen kann, wie das mit der Raserei ist. Bei Season 2 ist ja das Problem, dass alle Helden auf Level 1 zurückgesetzt worden sind. Nur die Sterne wurden behalten. Und dementsprechend haben die meisten Spieler nicht so viele Truppen. Jetzt ordentlich Schaden machen. 69.000. So, jetzt kriegt er Raserei. Wenn er jetzt mich attackt, heilt er sich in der Zeit mit jedem Schaden, den er macht. 1900, 1600 hat er gehabt. So. Heilt er sich natürlich dann massiv hoch. Und wenn hier 40 Spieler drin sind und er haut davon 10, ne, dann kriegt er ordentlich was ab. So. Im Anschluss seht ihr noch unseren Kampf mit diesem Riesenbären mit 40 Mann von unserer Gilde beziehungsweise Allianz. Und ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.